So ihr Lieben, jetzt sind wir am letzten Part angelangt, in Part 3. Wir haben bereits in Part 1 einen Aktiv-Subwoofer in den Opel Grandland installiert. In Part 2 haben wir das Front-Lautsprechersystem ausgetauscht und eine komplette Türdämmung vorgenommen. Und jetzt in Part 3 kriegt unser Frontsystem nochmal richtig Dampf mit dem Ergänzen einer kleinen Mini-Endstufe samt Verkabelung und quasi mit wenig Aufwand zum Nachinstallieren. Mein Name ist Oliver Weiß von AAS24, eurem Online-Shop für geilen Sound im Auto. Wir bauen heute eine meiner Lieblingsendstufen ein. Und zwar die Mosconi Pico 2. Schau mal, wie klein die ist. Die ist so klein, die wird immer noch kleiner. Es ist wie so eine Zigarettenschachtel große Endstufe, die 2x80 Watt RMS-Leistung macht. Und wir haben extra jetzt eine Version, die nennt sich Pico 2 Kit, weil der ganze Anschlusskit für die Installation direkt am Autoradio in dem ganzen Set mit dabei liegt. Und wir so nur noch anschließen brauchen, ohne großartigen Hickhack, was die Lautsprecheranschlüsse betrifft und so weiter, weil alles nur noch per Plug-and-Play funktioniert. Los geht's mit dem Ausbau des Autoradios. Genau, raus mit dir. Jetzt. Dann ging es weiter mit, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ging das weiter? Hier die Blende, glaube ich, ja genau, die kann man wegmachen. Und jetzt kommt da unten noch ein Torx raus. 4 Torx sind das genau genommen. So, und jetzt können wir das Autoradio da raus machen. Das war verklickert da unten drin irgendwie. Jetzt haben wir ihn. So, da ist er. Und jetzt können wir auch mal alles schnell ganz wegmachen. Unsere ganzen Anschlüsse. Unsere Pico 2 von Mosconi, also unser kleiner Mini-Verstärker, der wandert ja hinter das Autoradio, da ist genügend Platz dafür. Wir müssen aber jetzt noch mal eine neue Stromversorgung legen, damit die Endstufe ja wirklich toll läuft, damit sie den richtigen Strom bekommt. Dazu machen wir noch mal die Verkabelung, das was wir in Teil 1 beim Anschluss des Aktivwoofers auch schon gemacht haben. Die Verkabelung bis zu der Batterie im Schnelldurchgang noch mal für euch. Da unten drin war unser Stromkabel und da ziehen wir jetzt das zweite einfach auch noch mit durch. So, wir machen mal einen schönen Geflechtsschlauch um unsere Powerkabel, also um das Minus und um das Plus. Okay, und jetzt können wir das Ganze rückwärts in den Fahrgastraum legen. So, da sind wir nämlich schon drin und da kann ich es dann reinziehen. Hier können wir unser Stromkabel entlang führen. Das können wir ein bisschen zurück, was wir nicht brauchen. Hier durch verlegen. So. So, jetzt haben wir hier unseren Plus und da unser Minus. So machen wir das doch. Genau, das können wir schön da unten durchziehen. Minus schließen wir nachher mit dem Minusgeber hier wieder mit an. Können wir da unten durchmachen, noch schöner. Okay, das können wir mal so lassen. Und hier gehen wir nachher zum Schluss auf unseren Pluspol drauf. Und Sicherung ist hier praktisch auch schon drin mit 15 Ampere Absicherung. So, unser Powerkabel haben wir jetzt direkt durch diese Kunststofföffnung durchgeführt. Und jetzt können wir geradeaus hoch direkt auf den Original-Kabelstrang. Da geht nichts im Weg mit dran verlegen und können das oben direkt wieder rausziehen am Radioschacht. Ah, okay. Ja, okay. Dann können wir hier jetzt durchgreifen und das Kabel hier nachziehen. So, können wir mal hier durch. Und jetzt könnten wir eigentlich noch mit unserem Durchzugswerkzeug ganz easy das Kabel nach oben ziehen. Durchzugsband. Wo sind wir? Okay, da sind wir. Dann können wir es wieder anhängen. Voilà, hier haben wir unser Stromkabel. Unsere Masse können wir jetzt mit anschließen. Und zwar direkt auf unseren
Minuspol auf die Karosserie. Das war der Massepol zum Überbrücken für die Batterie, aber wir haben ja hier sogar noch richtige Minuspole, also Masse-Anschlussklemmen. Und da gehen wir lieber mit drauf. Ich gehe da mit drauf. So. So, passt. Die Plusleitung können wir genauso gleich dran machen. Die haben wir hier drunter. Solange der Pluspol noch nicht angeschlossen ist, das ist ja das Letzte, was wir machen, gehen wir jetzt hier mit unserer Versorgung drauf. Gut. Der Anschlussterminal für die Stromversorgung, der kommt ja hier mit drauf. Da können wir auch gleich unser Kabel, unser Plus und Minus, wieder mit dran anschrauben. So, weil das war genau so, wie es ursprünglich mal im Kit drin war. Damit haben wir den schon mal vorbereitet, den brauchen wir nachher bloß noch anstecken. Können wir mal liegen lassen. Und wir brauchen jetzt den Abgriff, den wir hier gemacht gehabt haben, mit unserem High-Low-Adapter für den aktiven Subwoofer. Und die Leitung trennen wir jetzt auf. Und zwar, weil wir ja diesen Kit mit dabei haben. Wir verwenden allerdings in unserem Falle nur einen Teil dieses Kits, weil das echt auch ziemlich hervorragend gelöst ist mit dieser Zuleitung und Hinleitung für unsere Signalführung und nehmen einfach die Anschlüsse weg, weil das ist ein ISO-Anschluss. Da gäbe es auch noch einen T-Kabelsatz, der von ISO auf Opel geht, beziehungsweise Peugeot ist es, glaube ich, hier. Den haben wir heute leider nicht hier. Wir haben also quasi kein Bild für dich heute. Deswegen machen wir heute einen auf Oldschool, trennen genau 4 Leitungen auf, wie wir es bei vielen anderen Fahrzeugen einfach auch mal gemacht haben, ohne dass es solche Adapterstecker gibt. Deswegen machen wir jetzt insgesamt 16 Quetschungen und ja, da könnt ihr jetzt mal ein bisschen zuschauen dabei. Jetzt haben wir Plus und Minus. So, den machen wir mal weg. Und Plus war der lilane. So, dann können wir nämlich das hier alles wieder wegmachen, diese Quetschungen. Genau. Jetzt haben wir quasi ein Signal, das vom Autoradio kommt, mit Plus und Minus. Da machen wir jetzt schöne Quetscher drauf. Und das, was hier weitergeht zu den Lautsprechern, werden wir auch gleich wieder verwenden. Und da machen wir jetzt das Gegenstück drauf. Weil wir nur den Teil für die Signalführung brauchen, nehmen wir uns genau diesen Teil auch weg und verwenden den gleich wieder. Den bauen wir jetzt nämlich ein. So, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Und hier machen wir genau das gleiche drauf. Das heißt, wir brauchen den Abgang und den Zugang. Das kommt vom Radio und geht weiter in unsere Pico-Endstufe und kommt zurück mit der Leitung und geht dann weiter zu den Lautsprechern. Jetzt müssen wir genau da anfangen, wo ein High-Low-Adapter bisher drauf war, auf Plus und Minus. Das war nämlich der hier. Den müssen wir jetzt abgreifen. Und zwar mit einem Pico-Abgriff. So, das heißt, mit einem HLC-Abgriff machen wir die wieder weg. Schaut vielleicht sogar besser aus wie vorher. Und jetzt können wir die Leitung hier zusammenlegen. Und da machen wir auch das Gegenstück drauf, dass wir den jetzt nachher richtig schön zusammenstecken können. Das wäre jetzt Plus, das ist der hier, kommt also vom Autoradio, geht jetzt zu unserer Pico-Endstufe. Und parallel dazu habe ich auch mein AAC.3, der ja unseren Aktivwoofer versorgt, mit dem ersten Kanal schon mal verbunden. Und jetzt gehen wir mit dem weiterführenden Kabel, das von unserer Pico kommt, so ist ja der Kabelsatz ausgelegt, Plus und Minus. So, das gleiche müssen wir jetzt noch für den anderen Kanal machen. Jetzt haben wir es praktisch bloß für den linken gemacht und jetzt brauchen wir es noch für den rechten. Das heißt jetzt nochmal zur Klarstellung, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Das ist ein Kabel gewesen. Das war die Zuleitung vom Autoradio. Das weiße haben wir jetzt gerade genommen gehabt. Das weiße kommt vom Autoradio, die Leitung. Kommt also das Signal an, läuft dann hier rein, geht auf diesen Cinch.
damit wir dann damit in die Pico reinfahren können. So, die Pico verstärkt die Leistung und da schließen wir jetzt am Ausgang das Kabel an, wo zurück zum Lautsprecher in die Türe fährt. So, verstanden? Ist ja eigentlich ganz einfach. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, dass man ja solche Kabel nicht abzwicken darf und so weiter. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Deswegen haben wir das ja jetzt extra so gequetscht, weil wenn jetzt alles mal wieder irgendwann zum Originalzustand gerüstet werden sollte, weil die Anlage rauskommt, dann habe ich halt die Quetschverbinder so drinne in der Leitung drinne, spielt doch keine Rolle. Dafür wird einem beim Leasing nicht der Kopf runtergerissen, eher mal für eine kleine Schramme am Kotflügel. Das war jetzt der zum Lautsprecher. So, damit haben wir das schon durch. Und jetzt nehmen wir noch die zwei Kabel und machen den anderen Abgriff damit drauf. Gut, die stecken wir jetzt auch noch zusammen. Plus ist der hier, Plus war Orange. Und Minus. So, damit haben wir jetzt Folgendes gemacht. Also schaut es jetzt folgendermaßen aus. Wir haben auf unseren originalen Stromstecker und Lautsprecherstecker von Opel unseren High-Low-Adapter für unseren Aktiv-Subwoofer immer noch parallel drauf, und zwar auf der gleichen Leitung, wo wir jetzt den Abgriff für unsere Mosconi Pico 2 gemacht haben. Soweit hoffe ich, dass das jetzt an der Stelle verständlich war. Jetzt müssen wir nur noch auf der Stelle die zwei Ausgänge noch mit anschließen, wo jetzt zu den Lautsprechern aus der Endstufe rauskommt. Der Power, der richtige Power. So, das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir die Endstufe angeschlossen. Jetzt müssen wir unseren Strom noch mit dran bringen. Klick. Und jetzt können wir alles schön da hinten drin verstauen. Da legen wir noch einen Schaumgummi mit rein, damit es nicht zum Klappern anfängt. Aber das war's. Und dann können wir das ganze Radio wieder zusammenbauen. Die Justage der Pico 2, da schalten wir das Ganze mal auf High Pass, weil wir den Frequenzbereich unter 80 Hertz gleich wegfiltern wollen. Dafür haben wir ja einen aktiven Subwoofer. Wir haben einen High-Pegel-Eingang, also muss dieser Schalter gedrückt sein, also nach innen reingeklickt sein. Und jetzt kommt natürlich noch das Gain, das müssen wir dann entsprechend einstellen, aber dazu machen wir natürlich jetzt einen Hörcheck. Aber wir lassen den mal so auf ein Viertel offen und hören uns das Ganze mal an. So Leute, ich habe jetzt schon mal reingehört gehabt und jetzt haben wir einen Soundcheck, der sich echt gewaschen hat. Vorher haben wir ja mit dem Sound an sich, warte mal, ich will gerade den richtigen Track nochmal herziehen. Vorher war der Sound gut, mit dem Austausch der Lautsprecher, mit dem Aktiv-Subwoofer war alles schon mal gut. Aber jetzt haben wir Lautstärke, und zwar auch bei hohen Lautstärken klingt es einfach nur brillant, schön, entspannt, nicht mehr so angestrengt wie vorher, weil das Autoradio natürlich vorher mit der Leistung am Ende war. Da habe ich immer auf 60 aufgedreht und da hat man selber schon gemerkt, das fällt alles zusammen vom Sound her, ist nicht mehr besonders toll bei Maximallautstärke. Und bei Maximallautstärke habe ich mich vorher noch unterhalten können. Und jetzt bei Maximallautstärke unterhalte ich mich mit hier niemandem mehr, weil das wird jetzt so laut. Ich bin bei 39, bei 40, bei 47, 48, 50, 52, 55. Das ist so laut jetzt. Da geht's nur noch mit Schreien, oder? Was meint ihr? Das war jetzt richtig laut. Ja, genau. Also, das macht jetzt richtig Laune. Jetzt haben wir richtig Power und können uns absolut zufrieden geben und sagen, so, also mehr werden wir aus dem Grandland nicht mehr rausholen. Nicht mit den Mitteln, die wir jetzt genommen haben. Auch wenn der Plug-and-Play-Kit von der Endstufe jetzt an der Stelle halt missbraucht wurde. Aber immerhin haben wir die Kabel echt gut verwenden können. Stromkabel sowieso. Und ja, das war's doch eigentlich. Also ich fand es jetzt nicht allzu schwierig und allzu mysteriös, die Kabel eben abzuschneiden, mit anderen Quetschverbinder wieder zusammenzumachen, um das Signal richtig zu führen. So,
das war Teil 3. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir jetzt mal wieder was anderes gezeigt haben als Plug and Play, so ganz einfach. Es ist auch relativ einfach, aber naja, der ein oder andere Kniff für euch war vielleicht wieder dabei. Und ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen, ich freue mich auf Abos auf YouTube, ich freue mich auf Likes auf Facebook und natürlich dürft ihr uns auf Instagram folgen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.